Good morning. Guten Morgen. So after Paul said that him and Barnabas also have a right to stop working for a living, Nachdem Paulus sagt, dass er und Barnabas auch ein Recht darauf haben, nicht mehr für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten, now look what he's saying now in verse 7. schau, was er in Vers 7 sagt. Who serves in the military at his own expense? Wer dient im Militär auf eigene Kosten? Who plants a vineyard and does not enjoy the grapes for himself? Wer pflanzt einen Weinberg und genießt die Trauben nicht selbst? Who would nurture and shepherd the flock and never get to drink its fresh milk? Wer pflegt und hütet eine Herde und bekommt nie ihre frische Milch zu trinken? So remember, Paul is doing a very specific very specific letter to very specific people in a specific context. Denk daran, Paulus schreibt einen ganz bestimmten Brief an ganz bestimmte Menschen in einem ganz bestimmten Kontext. That, listen, Paul, you're not going to get anything from us. Hör mal, Paulus, du bekommst gar nichts von uns. Now, you're going to see later that Paul didn't even want their money. Später siehst du, dass Paulus das Geld gar nicht will. And not only in this letter and in the same context, but in other places, Paul has shown that. Nicht nur in diesem Brief im gleichen Kontext, sondern auch an anderen Stellen zeigt Paulus das. In Philippians 4, when he was talking about them sending him offering to support his ministry, In Philippe 4, als er davon spricht, dass sie ihn losschicken und seinen Dienst unterstützen, he was also making it clear that he did not want their offering. He wanted them to have the reward. macht er auch deutlich, dass er nicht ihre Opfergaben will. Er will, dass sie ihre Belohnung bekommen. You know, where are the people today that have that same heart? Wo sind die Menschen heute, die das gleiche Herz haben? But Paul is making these arguments even though it's not about him. Paulus bringt diese Argumente, obwohl es nicht um ihn selbst geht. It's about them. Es geht um sie selbst. So his argument is very, very logically very simple. Well, if you are to the military, you're not going to pay for it. Seine Argumentation ist sehr logisch und sehr einfach. Wenn du beim Militär bist, zahlst du auch nicht dafür. Now, if you serve people, of course, why would you pay yourself to serve other people? Wenn du den Menschen dienst, klar. Warum solltest du dafür bezahlen, anderen Menschen zu dienen? You know, that's the argument he's making. I'm sent by Jesus, yet I'm serving you, so I have a right to be supported. Das ist das Argument, das er anbringt. Ich bin von Jesus gesandt, aber ich diene euch, also habe ich ein Recht darauf, unterstützt zu werden. And of course, then I understand that this has been taken to extremes. Natürlich verstehe ich, dass man das übertrieben hat. You know, almost everything that is godly and is the teaching of Jesus has been taken to extremes somewhere in the world. Fast alles, was göttlich ist und was Jesus lehrt, ist irgendwo auf der Welt zu einem Extrem gemacht worden. Now, we have to be very careful that just because somebody has gone to some extreme somewhere that we don't ignore truth. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir die Wahrheit nicht ignorieren, nur weil jemand irgendwo ins Extrem gegangen ist. And Paul teaches us that balance. Paulus lehrt uns dieses Gleichgewicht. Paul said to the Thessalonians that we must not use the ministry for financial gain. Paulus sagt den Thessalonichern, dass man den Dienst nicht zur finanziellen Bereicherung nutzen darf. And he loved them dearly as little children. Er liebte sie wie kleine Kinder. But here he establishes the truth that those who actually serve in the gospel, those who are called by Jesus to do certain things, they should be supported by what they do. Doch hier stellt er die Wahrheit fest, dass diejenigen, die tatsächlich dem Evangelium dienen, die von Jesus berufen sind, bestimmte Dinge zu tun, bei dem, was sie tun, unterstützt werden sollten. Now, he knew that his words might not be enough to convince them of this truth. Da er weiß, dass seine Worte nicht ausreichen würden, um sie von dieser Wahrheit zu überzeugen, So now he quoted the Bible, he quoted the Old Testament. zitiert er nun die Bibel. Er zitiert das Alte Testament. For, look what he says, am I merely giving you my own opinions? Schau, was er sagt. Gebe ich euch nur meine eigene Meinung wieder? Or does not the Torah teach the same things? Oder lehrt auch die Tora dasselbe? For it is written in the law of Moses, Denn es steht geschrieben im Gesetz Moses, you should never put a muzzle over the mouth of an ox while he is treading out the grain. du sollst dem Ochsen nie einen Maulkorb anlegen, während er das Korn trischt.
Ah, Reinhard, but that's old covenant. That's the law. We don't live under the law. Reinhard, das ist doch der alte Bund, das ist ein Gesetz. Wir leben nicht unter dem Gesetz. No, I agree. We don't live under the law. Thank God. Ich stimme zu, dass wir nicht unter dem Gesetz leben. Gott sei Dank. But look what Paul is saying here. Doch schau, was Paulus hier sagt. Paul is exactly proving that point that although God gave this as the law, today it's not about that. Paulus beweist genau dies. Obwohl Gott dies als Gesetz gegeben hat, geht es heute nicht mehr darum. You know, in the law, there are principles that are very important to us. Im Gesetz gibt es Grundsätze, die für uns sehr wichtig sind. Now, we don't live by the law to get righteous before God. Never. Wir leben nicht nach dem Gesetz, um vor Gott gerecht zu werden. Niemals. But Jesus even showed us. Denn selbst hat Jesus uns gezeigt, In the law, it is written, you must not commit adultery. dass im Gesetz geschrieben steht, man darf nicht Ehe brechen. But I tell you that you look after another woman with lust in your heart, you've already committed adultery. Ich sage euch aber, wenn ihr mit Lust im Herzen nach einer Frau schaut, habt ihr bereits Ehebruch begangen. So Jesus himself showed us that there are things in the law that don't apply for us, yet there are truths in it. Jesus selbst hat uns also gezeigt, dass es Dinge im Gesetz gibt, die für uns nicht gelten, die aber dennoch Wahrheiten enthalten. So what's the truth that's in this passage from the law that you should not put a muzzle over the mouth of an ox? Welche Wahrheit steckt also in dieser Gesetzespassage, dass man dem Ochsen keinen Maulkorb anlegen soll? Look, Schau mal. Paul says, tell me, is God only talking about oxen? Paulus sagt, sag mir, spricht Gott hier nur von Ochsen? He was there in the Old Testament, but he's not for us. Das steht zwar im Alten Testament, gilt aber nicht für uns. Do you know, again, there seem to be two extremes. Auch hier scheint es wieder zwei Extreme zu geben. One who says, we don't live by the law is gone, I do whatever I want. Die einen sagen, wir leben nicht nach dem Gesetz, das Gesetz ist weg, ich mache, was ich will. Of course we don't do what we want. How can somebody surrender to Jesus do what he wants? Natürlich tun wir nicht, was wir wollen. Wie kann jemand, der sich Jesus hingibt, tun, was er will? We do what pleases him and what is true expression of Wir love. tun, was ihm gefällt und was ein wahrer Ausdruck der Liebe ist. And the other extreme is, Das andere Extrem ist, we have to obey everything that's written in the law. wir müssen alles befolgen, was im Gesetz steht. Look, Schau mal. Paul here brings this to the point. He says, it's way bigger than just talking about an oxen here. Paulus bringt es hier auf den Punkt. Er sagt, es geht hier um sehr viel mehr, als nur über einen Ochsen zu sprechen. Tomorrow we'll learn what it's all about. Morgen erfahren wir, was es damit auf sich hat.